Ja, hallo Leute, ich begrüße euch zurück auf meinem Kanal. Ich wollte euch heute einmal vorstellen, was mich so für meine Kunst inspiriert. Es sind ja viele verschiedene Sachen, die einen inspirieren können, so im Laufe seines Lebens und die einen irgendwie dazu bewegen, bestimmte Kunstrichtungen zu malen und auszuprobieren. Und ich möchte euch jetzt einfach mal kurz vorstellen, was das für mich bedeutet, was mich inspiriert für meine Kunst und ja, was da so ein bisschen dahinter steckt. Bleibt dran, lasst mir ein Like und ein Abo unbedingt da und jetzt erstmal ganz viel Spaß bei den Tipps. Mal Labello drauf machen. Also ihr seht das auch schon im Hintergrund, da habe ich gerade ein paar Aufträge, die ich bearbeitet habe, beziehungsweise wo ich auch noch dran bin. Ich habe jetzt auch ein Bild fertig gemacht. Das ist dieses Porträt, was ihr gleich sehen werdet. Genau, das ist ein Porträt von meiner Nichte. Also ich habe größtenteils damit angefangen, tatsächlich, indem ich Porträts gemalt habe. Als ich mich dazu entschieden habe, dass ich das auch auf professioneller Ebene sozusagen machen möchte und Aufträge für Leute malen möchte, da hat das bei mir mit Porträts angefangen. Liegt vielleicht auch in meiner Kindheit begründet. Da habe ich auch immer irgendwelche Disney-Figuren gemalt oder ja, irgendwelche Personen. Sowas wie Landschaft und Meeresbilder und Tiere und so, das kam auch immer dazu. Das ist so das, womit ich gestartet habe. Ich war, ich war auch damals immer schon sehr inspiriert von bestimmten italienischen Künstlern der Renaissance und des Impressionismus. Ich hatte darüber auch Bücher. Ich habe ja in der Schule einen Leistungskurs belegt. Das gab es bei uns damals noch in der Schule auf dem Gymnasium. Und das war halt Kunst als Prüfungsfach eins hatte ich auch im Abitur. Und da habe ich natürlich ganz viel kennengelernt. Und also so Menschen zeichnen, Menschen malen, das war schon immer so ein bisschen was ich eben mochte. Das habe ich dann halt selber auch mal ausprobiert. Und wenn ich meine alten Bilder angucke, dann finde ich die auch teilweise echt schlecht. Also ich möchte die dann gar nicht mehr sehen. Aber jeder hat natürlich auch so einen Entwicklungsprozess hinter sich. Deswegen, ja, man lernt ja auch im Laufe seines Lebens definitiv dazu und eignet sich bestimmte Techniken an, wie man die Sachen verbessern kann. Ja, also das sind so die ersten Sachen, die mich inspiriert haben. Eben Porträts von Menschen, was ich damals halt auch versucht habe nachzumalen, auch so Fantasy-Figuren und so. Ich habe auch Tattoo-Vorlagen gemacht. Das ist jetzt so ganz im Groben meine Geschichte. Ihr könnt auch gerne auf meiner Website nochmal nachlesen, falls es euch ein bisschen mehr interessiert. Mich haben auf jeden Fall immer historische Gemälde inspiriert, wie damals gemalt wurde. Wie gesagt, Renaissance und Impressionismus fand ich damals immer sehr toll und das mag ich auch immer noch. Also ich war letztens auch im Museum und habe mir eine Impressionismus-Ausstellung angeguckt und habe mir sogar dieses Buch hier dazugelegt, weil ich einfach Impressionismus total wunderschön finde. Und das definitiv eine meiner größten Inspirationen für meine Kunst ist, vor allem für die Landschaftsgemälde. Abstrakt ist nochmal eine andere Sache, aber ich glaube, man ist immer von den Sachen inspiriert, die man irgendwo mal gesehen hat, also von anderen Künstlern, die sowas einem schon mal vorgestellt haben und was einen dann irgendwie angesprochen hat. Das ist so der erste Ausgangspunkt, glaube ich, kann man ganz gut zusammenfassen. Die Kunst, die man schon mal irgendwo gesehen hat, die einem plötzlich gefallen hat, inspiriert einen ja meistens dazu, dasselbe dann auch zu versuchen. Und ja, man lernt ja auch von den Meistern, ne? Also von den großen Vorbildern quasi. Das wäre so meine erste Kategorie, die Inspiration durch andere Kunst, die ich schon mal gesehen habe, die mich irgendwie begeistert und fasziniert haben. Und dann möchte ich auch schon zum nächsten Punkt kommen. Das ist die Natur. Und das ist für mich eine riesengroße Inspiration, weil ich einfach schon immer gerne draußen war. Früher waren wir auch immer, also meine Schwester und ich waren immer zusammen draußen unterwegs. Das ist einfach für mich beruhigend und entspannend, in der Natur zu sein und die frische Luft einzuatmen. Ich fühle mich da erst richtig lebendig. Die Natur ist ja ein Teil von uns und ich liebe es einfach draußen zu sein. Wenn ich alleine nur das Glitzern auf dem Wasser beobachte, zum Beispiel, wenn ich irgendwo am See bin oder so, oder das Rauschen der Wellen oder wie die Bäume sich im Wind wiegen, all sowas finde ich halt einfach wunderschön und lädt mich zum Träumen ein. Ich bin halt auch so ein introvertierter Mensch, der auch viel Zeit mit sowas verbringen kann. Also mir wird da auch nicht langweilig, wenn ich für mich alleine spazieren gehe. Und
allein die Farben und Formen, die man so in der Natur findet, die sind für mich immer sehr inspirierend und die bringe ich auch in meine Bilder ein. Auch in meine abstrakten Werke, die sind ja auch meistens inspiriert von irgendwelchen natürlichen Vorkommnissen, sei es Blumen oder Pflanzen oder das Meer, kommt alles da auch mit rein. Und das ist für mich eine weitere sehr große Inspiration. Deswegen die Natur an sich natürlich Vorbild für Landschaftsbilder und für abstrakte Werke auch. Also so Atmosphären einzufangen, das finde ich halt, ja, genau da halt sehr schön. Und es gibt einfach nichts Besseres, als einfach an einem schönen Tag draußen zu sein. Wie so ein kleines Naturkind, genau. Genau, also das Dritte, was ich noch ansprechen wollte, was mich auf jeden Fall zu meiner Kunst inspiriert, nicht nur da, auch in anderen Bereichen, auch, ich meine, für mich ist die Erweiterung von Kunst ja auch Home-Dekor, also die Inneneinrichtung. Da lässt sich das auch so ein bisschen drauf übertragen. Da möchte ich ja auch immer eine bestimmte Stimmung erreichen. Der dritte Punkt, jetzt nochmal konkret, ist für mich die Gefühlsebene und Stimmungen, Lichtverhältnisse, Gerüche, also so die sinnliche Welt, sage ich jetzt mal, was einfach was total Magisches irgendwie kreieren kann. Und das kann tatsächlich auch mal einfach ein Sprüher von einem Parfüm sein, was mich zu irgendeinem besonderen Gemälde veranlasst. So bescheuert das auch klingen mag, aber es ist tatsächlich so, weil das vielleicht irgendwie mit Erinnerungen verknüpft ist oder mit ganz positiven Sachen und schon regt das irgendwie die Fantasie an oder vielleicht hat man einfach ein wunderschönes Lied gehört und man fühlt sich total ergriffen und erhaben davon. Keine Ahnung, also so ging es mir auf jeden Fall schon oft in meinem Leben. Ähm, Bin auch ein sehr gefühlsbetonter Mensch, deswegen ist es natürlich bei mir so. Aber das hat auch ganz viel damit zu tun, was ich in meine Bilder übertragen möchte, weil ich letztendlich natürlich das, was ich in mir drin fühle, auch irgendwo damit nach außen trage. Deswegen ist für mich eine Inspiration auf jeden Fall auch aus so Stimmungen und Wahrnehmungen zu ziehen. Es kommt ja manchmal mehreres zusammen. Es ist ja nicht nur, wenn man in der Natur zum Beispiel spazieren geht, dass man dann plötzlich inspiriert ist, sondern vielleicht auch das Vogelzwitschern und die Reflexionen auf dem Wasser und vielleicht diese frische Luft, die man dann riecht, so dieses Ganze, was irgendwie eine Atmosphäre am Ende gibt, das ist was, was mich dann definitiv inspirieren kann und was mir auch frischen Mut gibt. Ja, das ist auch was, was ich immer wieder in meine Bilder reinbringen möchte. Irgendwie so eine bestimmte Frische und eine neue Kraft. Ja, Kunst entsteht irgendwo ja auch vielleicht nicht nur aus einem Gefühl und aus einer Wahrnehmung, sondern so aus einem Mischmasch von den Sachen, die ich schon genannt habe. Also Kunst, die man schon mal gesehen hat, die Natur und dann die Stimmung. Und das im Ganzen ergibt manchmal dann auch so eine Art Super-Inspiration, wo man so voll motiviert ist zu malen. Dann noch irgendwie ein gutes Lied und ja, das gibt so richtig Schwung für den Tag. Deswegen war ich auch total inspiriert von dieser Ausstellung. Frischer Wind haben die das ja genannt. Und ich finde, genau das ist das, was man manchmal einfach braucht. Einfach so eine klare neue Ansicht auf die Dinge der Welt, die einen so umgeben. Hat mich als Gefühlsmenschen natürlich angesprochen. Und das ist halt auch das, was ich mit meiner Kunst verbinden möchte, dass man sich die Leichtigkeit noch bewahrt, auch wenn es noch manchmal so schwierig ist, aber man muss letztendlich immer zu dem Punkt kommen, dass man neu motiviert ist und eben doch weitermacht und doch irgendwie voranschreitet, weil man einfach eine Leidenschaft dahinter hat. Deswegen glaube ich, dass diese Gefühlsebene auch was sehr Wichtiges ist, gerade um inspiriert zu sein für die Kunst und dass diese Stimmung einfach stimmen muss. Einfach so eine positive Stimmung, die einen beflügelt. Und das ist einfach alles für die Kunst. Daher kommen so meine Inspirationen. Ja, es gibt natürlich auch Phasen, wo ich nicht so inspiriert bin, wo ich einfach keine Lust habe. Aber ich weiß, dass diese Phasen wieder vorbeigehen. Und das ist ja das Schöne daran. Und deswegen mache ich mir da auch gar keinen großen Kopf drum. Wenn ich mal nicht inspiriert bin, dann ist es eben einfach so.
Ähm, wenn ich zum Beispiel einen Auftrag habe und ich fühle mich gerade einfach nicht inspiriert, dann komme ich manchmal in diese Inspiration, indem ich male. Das ist nämlich auch so ein kleiner Trick, den ich euch jetzt zum Ende auch noch mitgeben kann. Einfach mal anfangen und diesen Schweinehund überwinden und einfach machen. Und vom Machen wird man manchmal schon inspiriert, weil man in so einen Flow kommt. Also das ist sowieso das beste Gefühl überhaupt, wenn man in so einem Malflow ist. Also ich fasse meine 3 Punkte nochmal zusammen, die mich am meisten inspirieren für meine Kunst. Das ist in erster Linie andere Kunstwerke, die ich schon mal gesehen habe, weil irgendwas wird einen ja dazu bewogen haben, mal irgendwie mit der Kunst anzufangen und zu malen. Andere Kunst, Impressionismus in meinem Fall und Bücher, die ich darüber gelesen habe, auch Disney-Filme, ja, tatsächlich. Also früher im Kindergarten war ich ein großer Fan von Esmeralda aus Der Glöckner von Notre Dame und ich habe die überall hingemalt. Und das war für mich einfach das Tollste auf der ganzen Welt. Und dieses Kleid habe ich dann immer gemalt und ja, die Ziege und alles Mögliche, falls ihr den Film kennt. Ich weiß auch nicht wieso, aber es war einfach für mich toll. Und damit hat es so angefangen. Ich habe auch im Kindergarten immer gemalt, also hat schon früh angefangen, die ganze Sache. Nummer 2 ist die Natur. Daraus ziehe ich sehr viel Inspiration, weil ich einfach die Natur liebe, gerne draußen bin und das für mich das Leben pur ist. Und ja, auch so diesen Erholungsfaktor, auch wenn man zum Beispiel im Urlaub war oder so, verbinde ich ja auch damit, wenn man am Strand lang gegangen ist oder so. Das ist wie wenn man frische Energie und frische Inspiration tankt. Und das dritte ist halt so diese Wahrnehmung, Gefühlsebene, dass es bestimmte Stimmungen gibt, Lichtverhältnisse oder Gerüche, wie gesagt, die bei mir einfach vielleicht eine Inspiration auslösen können und Erinnerungen schaffen können. Und all diese Sachen sind für mich dann, ja, die brauche ich, um inspiriert für meine Kunst zu sein. Vielleicht war das Video für euch irgendwie hilfreich. Wenn ja, dann lasst mir doch gerne ein Like und ein Abo da. Ich wünsche euch auf jeden Fall noch ganz viel Spaß mit meinen Kunstvideos. Falls ihr Lust darauf habt, schaut euch gerne mal meine Malvideos an. Die verlinke ich euch auch hier gleich. Und ich wünsche euch erstmal einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss.